Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, in dem es heute um eine sehr kultige und vielleicht auch eine der coolsten G-Shock-Modelle aller Zeiten gehen soll. Und zwar ist das dieses schöne Modell. Viele von euch werden sie wahrscheinlich auch kennen und vielleicht auch schon öfter gesehen haben. Und ich möchte in diesem Video einfach mal diesen Allzeitklassiker vorstellen und vielleicht auch die Frage klären, ob das vielleicht die Uhr ist in dem roundabout 100-Euro-Segment, die vielleicht sogar die beste ist in der Preisklasse. Also viele sagen ja, dass es eine nahezu unschlagbare Uhr ist in dem Segment. Und wir wollen das heute einfach mal überprüfen und uns die Uhr genauer anschauen und vielleicht am Ende sogar die Frage beantworten, ob das die beste Uhr ist, die man für 100 Euro kaufen kann. Viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns gleich. So, hi und herzlich willkommen nochmal zum Review der Casio GW M5610-1. So heißt diese sehr coole Casio, wie ich finde. Und geliefert wird sie in dieser Metallbox, die einigen G-Shock-Fans bzw. Besitzern auch schon bekannt vorkommen dürfte. Ich finde ein sehr cooles Design für eine Uhrenbox. Ist ja so ein bisschen an so eine Werkzeugmutter angelehnt, glaube ich, und soll natürlich auch ein bisschen den Toolwatch-Charakter der G-Shock-Modelle verdeutlichen. Und ja, ich würde sagen, wir machen die Box direkt mal auf. Die Uhr wurde mir freundlicherweise von einem Arbeitskollegen zum Review zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle nochmal. Und mitgeliefert wird natürlich unter anderem die Bedienungsanleitung. Da habt ihr auf vielen verschiedenen Sprachen die Anleitung dafür, wie ihr die Uhr einstellt und die verschiedenen Funktionen nutzt. Dann haben wir hier noch verschiedene Hinweise. Ich denke, das ist jetzt alles nicht so super spannend. Hier mal eine Registriermöglichkeit für die Uhr. Dann haben wir hier Hinweise für den Funksignalempfang und hier noch ein paar Hinweise zum Aufladen des Akkus. Die Uhr verfügt ja über ein Funksolarmodul, worauf wir später dann noch mal ein bisschen näher eingehen werden. Hier sieht man sie schon ein bisschen in der Box. Ich hole sie jetzt einfach mal raus. Befindet sich auf so einem Schaumstoffkissen. Der Boden ist ja auch noch ausgekleidet mit Schaumstoff. Also ist wirklich sehr gut geschützt. Obwohl es ja auch eine G-Shock ist, die sehr hart im Nehmen ist. Aber ja, ist natürlich immer schön, wenn eine Uhr dann auch hochwertig verpackt ist und beim Transport nichts passieren kann. Und ja, ich nehme die Uhr einfach mal direkt ab vom Kissen. Sie ist jetzt nicht brandneu, wurde schon getragen von meinem Arbeitskollegen, aber ich finde, die ist nahezu in einem neuwertigen Zustand, wie man hier auch sehen kann. Ich zeige es euch einfach mal kurz in der Nahaufnahme so ein bisschen. Das Armband kennt man, denke ich, auch von dem einen oder anderen G-Shock-Modell. Ich habe das ja auch bei meiner, ich hole es mal kurz in die Kamera, anderen G-Shock. Ist quasi so ein ähnliches, sieht jetzt nicht 1:1 gleich aus, das Armband bei der GW 5610, aber es ist nahezu identisch, würde ich sagen. Also bis auf diese Einkerbung, die hier noch ein bisschen anders ist. Die Armbänder lassen sich sehr gut tragen, finde ich. Gehen wir aber auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Der Gehäuseboden, den zeige ich euch noch mal kurz. Da sehen wir das G-Shock-Logo eingraviert. Ist auch eine relativ dicke Metallplatte, also macht einen sehr hochwertigen Eindruck, wie ich finde. Und ja, dann sieht man nochmal die Wasserdichte, das TAF Solar eingraviert. Also da sieht man nochmal, dass die Uhr über das Solarmodul verfügt. Und ja, den Funksignalempfang sehen wir auch nochmal. Also Multiband 6 steht demnach für den Funksignalempfang der Uhr, beziehungsweise das Funkmodul der Uhr. Und ja, so sieht sie dann nochmal von vorne aus. Also im ersten Moment muss ich sagen, ja, ein sehr schönes Modell, wie ich finde. Die Maße sind relativ kompakt, was sie auch für
Leute wie mich interessant macht mit schmalen Handgelenken. Und ja, nicht zuletzt deswegen ist die Uhr auch seit mittlerweile über 10 Jahren eines der großen Erfolgsmodelle von Casio, beziehungsweise G-Shock. Veröffentlicht wurde sie 2012, habe ich nachgelesen im Internet. Ich hätte sogar gedacht, dass es sie noch länger gibt, aber den Bruder bzw. das Vormodell, die DW 5600, die gibt es schon seit 1983. Sieht dem Modell hier auch sehr ähnlich, nur dass sie keinen Funksignalempfang hat und keine Solarfunktion. Und da muss ich sagen, dass ich dann das Modell hier wirklich vorziehen würde, der DW 5600, weil ich einfach persönlich finde, dass ein Funksignal und Solarmodul wirklich cool ist. Also Casio gibt an, dass man die Uhr bei einer voll aufgeladenen Batterie bzw. Akku 10 Monate laufen lassen kann, ohne sie wieder aufzuladen. Und durch den eingebauten Energiesparmodus kann man sie sogar bei kompletter Dunkelheit, wenn der Akku voll ist, 26 Monate liegen lassen und sie läuft trotzdem weiter, was ich wirklich beeindruckend finde. Und gerade wenn man viele bzw. mehrere Quarzuhren besitzt, dann möchte man ja auch nicht unbedingt bei allen Uhren, die man hat, alle 3, 4 Jahre dann die Batterie wechseln. Und das ist mit so einem Modell dann natürlich hinfällig, ne? Also wenn man den Akku wirklich regelmäßig lädt, dann hat man hier über viele, viele Jahre keinen Stress. Und das finde ich einfach immer toll. Das ist natürlich auch ein Umweltschutzaspekt. Weniger Batterien ist natürlich auch gut für die Umwelt. Und von daher würde ich immer eher zu dem Modell greifen, wenn man die Möglichkeit hat. Und ja, ich finde auch den roten Rand hier am Display, das finde ich optisch irgendwie auch sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Aber bevor wir weitermachen, würde ich sagen, nehmen wir erstmal die Maße, wie sonst auch bei allen anderen Uhren, die ich hier vorstelle. Und ich fange wie immer mit der Gehäusebreite bzw. Durchmesser an. Hier ist es ja eher eine Breite, weil das Gehäuse nicht rund ist. Und da komme ich bei der Breite auf einen Wert von 43,7 mm. Casio gibt offiziell 43,2 an. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwie auf die 43,2 komme. Nee, nicht ganz. Also ist wohl ein Ticken breiter, wenn mein Messschieber sich nicht irrt, als die Herstellerangabe. Aber ist natürlich jetzt auch nicht super, keine riesengroße Abweichung, sagen wir es mal so. Der Lack-to-Lack-Abstand versuche ich auch mal zu messen. Da komme ich hier auf 46,4 mm. Casio gibt hier 46,7 an. Also ist nicht ein bisschen schmaler, aber kann auch sein, dass sie quasi hier diesen Abstand berechnet haben. Na gut, nee, das sind dann 54,5, das kann auch nicht sein. Aber das sind natürlich kleine Toleranzen, sage ich mal. Also Casio gibt 46,7 mm Lack-to-Lack an. Vielleicht spinnt mein Messschieber in dem Fall auch ein bisschen, aber das ist so ungefähr der Wert. Finde ich immer noch für eine G-Shock sehr angenehm. Also nicht zu lang, definitiv der Lack-to-Lack. Und dann schauen wir uns nochmal die Gehäusehöhe an. Die beträgt hier handgemessene 12,1 mm und Casio gibt eine Höhe von 12,7 mm an. Also so oder so auch eine sehr schmale G-Shock vor allem. Also da gibt es ja viele Modelle. Ich nehme sie nochmal kurz ins Bild. Wie meine andere G-Shock, die aus dem gleichen Jahr, glaube ich, kommt. Müsste auch ein 2012er Modell sein. Zumindest habe ich sie damals bekommen. Und die ist dann schon deutlich, deutlich dicker. Also da hat man mit der GWM 5610 ein deutlich kompakteres Modell als bei vielen anderen G-Shock-Modellen, was sie, wie schon erwähnt, auch für Leute wie mich mit schmalerem Handgelenk wirklich interessant macht. Und ja, wahrscheinlich auch einer der Erfolgsfaktoren ist, dass sie wirklich auf so viele Handgelenke passt. Ich denke, dass sie auch für viele Damenhandgelenke sich gut eignet, durch die relativ kompakten Maße. Und ja, nachdem wir jetzt die Maße genommen haben, würde ich sagen, schauen wir uns das Gehäuse noch mal ein bisschen genauer an. Da haben wir hier zum einen
die 4 verschiedenen Knöpfe, mit denen wir die Funktionen der Uhr nutzen können. Kennt man ja auch von vielen G-Shock-Modellen. Die sind hier in Edelstahl gehalten. Kann man so auch nicht sehen genau. Also hier ist ja quasi nochmal so eine Außenschicht rund um das Gehäuse, die quasi auch nochmal zusätzlichen Schutz bietet. Und darunter sind die Drücker dann so ein bisschen eingelassen. Aber lässt sich alles einwandfrei bedienen. Also ich kann die Uhr problemlos bedienen durch die Drücker. Also er hat einen angenehmen Druckpunkt auch, die Knöpfe. Und ja, also mir gefällt persönlich, wie schon erwähnt, dieser rote Displayrand als Kontrastfarbe sehr gut. Auch hier diese Aufschrift Water Resist ist so in Blau gehalten, finde ich eigentlich auch sehr cool, dass da zumindest farblich noch ein bisschen was los ist auf der Uhr. Hier oben sehen wir in Gelb dann den Multiband 6 Aufdruck bzw. die Aufschrift, die uns verrät, dass das Modell über ein Funkmodul verfügt, was natürlich auch super ist, weil man sich keinen Gedanken über das Einstellen der Zeit machen muss. Auch sowas wie der Wechsel von Sommer- auf Winterzeit wird von der Uhr automatisch vorgenommen. Hier unten kann ich überprüfen, wann die Uhr das letzte Mal den Funksignal bzw. das Funksignal bekommen hat. Das war jetzt in dem Fall gestern Nacht um 2:02 Uhr. Da fand die Zeitangleichung statt. Und ja, die Uhr macht es jede Nacht, probiert das dann mehrmals. Wenn der Empfang auch schlecht ist, dann über mehrere Stunden hinweg das Funksignal zu bekommen. Und in der Regel klappt das auch. Also ich hatte auch schon verschlossene G-Shock-Boxen, wo die Uhr es geschafft hat, das Funksignal aus der Box heraus zu bekommen. Und wenn man die Uhr dann irgendwie ans Fenster legt oder so, hat man da in den meisten Regionen keine Probleme, das Funksignal wirklich zu bekommen. Und da hat man natürlich dann einfach eine wirklich ultra präzise Armbanduhr, die sich jede Nacht an die Atomzeit angleicht und dementsprechend mega präzise ist. Und ich persönlich finde es auch immer cool, einfach so eine Funkuhr zu haben, weil es gibt kaum genauere Uhren als diese. Dann als nächstes wollen wir uns einmal das Armband ein bisschen näher ansehen. Ich kann hier auch noch mal kurz die Breite nehmen. Also hier am Gehäuse, oberen Teil des Gehäuses ist es ein bisschen breiter und verjüngt sich dann nach unten hin. Hier oben haben wir 25,1 mm und am schmalsten Punkt sind es dann hier 18,9. Und ja, also ich persönlich kenne diese Armbänder ja von anderen G-Shock-Modellen schon und muss sagen, dass man da über viele Jahre eigentlich keinen Stress hat. Es ist gut abwaschbar, wenn man wirklich irgendwie Schmutz drankommen sollte oder Schweiß im Sommer, falls man die Uhr mal beim Sport trägt oder so. Also das Material Resin ist da wirklich sehr hart im Nehmen. Das Armband und das Gehäuse besteht in dem Fall hier aus Resin. Und ich kenne das, wie gesagt, von meiner anderen G-Shock, bei der ich dann einmal, ich glaube nach 3 oder 4 Jahren wirklich intensiver Nutzung, das Band tauschen musste, weil es rissig wurde. Davon sieht man hier jetzt noch überhaupt keine Anzeichen. Also das Band sieht noch sehr gut aus. Man sieht hier, in welche Größe das Armband angepasst wurde. Also da sieht man so ein bisschen quasi die Handgelenksbreite meines Arbeitskollegen, kann man hier so ein bisschen ablesen. Aber sonst kann man hier sagen, dass es sich quasi in einem neuwertigen Zustand befindet, das Armband. Ich persönlich finde die wirklich auch sehr angenehm, was den Tragekomfort angeht. Schmiegt sich sehr gut an das Handgelenk. Die Schließe ist aus massivem Edelstahl. Cool wäre hier noch gewesen, wenn es vielleicht so ein kleines G-Shock-Logo geben würde,
Das kriegt Casio teilweise bei anderen deutlich günstigeren Uhren auch irgendwie hin, aber ist jetzt auch ja, ein kleiner Makel, sage ich mal, ist jetzt nicht wirklich störend. Wäre noch ein nettes Gimmick gewesen, wenn man da noch so ein kleines Logo drin hätte oder so einen kleinen G-Shock-Aufdruck bzw. eine Gravur. Aber alles in allem ist das Armband wirklich, wirklich cool. Lässt sich auch ganz gut wechseln. Also ich glaube, ich habe damals für meins, was ich nachbestellt habe, so um die 20 Euro bezahlt. Das finde ich auch wirklich noch einen fairen Preis. Und dann hat man, falls man es mal tauschen muss, auch längere Zeit wieder keinen Stress. Weil ich habe mein Armband dann auch wirklich intensiv genutzt. Und ja, ich denke, jetzt haben wir erstmal einen ganz guten Einblick bekommen über das Gehäuse und das Armband. Und als nächstes würde ich ganz gerne mal ganz kurz mit euch die Funktionen der Uhr durchgehen. Hier im Hauptmenü sehen wir quasi oben den Wochentag. Hier für SA für Saturday. Dann sehen wir hier das aktuelle Datum. In dem Fall der 4. Februar. Das ist ja so quasi dieses amerikanische Datumsformat. Das lässt sich in dem Fall bei der Uhr leider auch nicht ändern. Aber wenn man es weiß, dann ist es letztendlich auch problemlos ablesbar, das Datum. Und dann hier die aktuelle Zeit. Also genau, das ist quasi so das Hauptmenü bzw. die Hauptanzeige der Uhr. Und wenn ich hier den Mode-Knopf betätige, komme ich als nächstes in den Weltzeitmodus. Hier habe ich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube 29 Zeitzonen, die Uhr mir anzeigt. Hier ist jetzt Berlin eingestellt, also die gleiche Zeit wie auch eben im Hauptmenü. Und dann kann ich hier fleißig wechseln. Ich glaube, das STO ist dann Stockholm, Athen, Kairo und so weiter und so fort. Also da hat man wirklich, falls man irgendwie häufiger in der Welt unterwegs ist, viele Möglichkeiten, sich verschiedene Zeitzonen anzeigen zu lassen. Dann haben wir die Möglichkeit, bis zu 5 Tagesalarme einzustellen bei der Uhr. Gibt es bei anderen G-Shock-Modellen ja auch. Und wir können hier auch die Tastentöne ein- und ausschalten, was ich auch immer ganz cool finde. Und ein stündliches Zeitsignal können wir auch noch ein- oder ausschalten. Ich persönlich lasse die Tastentöne aber eigentlich immer an, weil ich die ganz cool finde. Aber es gibt ja Momente, vielleicht mal in der Schule oder so, wenn man die Uhr öfter betätigt, dass man sie dann ausschalten muss, weil es sonst irgendwie störend ist oder so. Auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, wenn man es will. Und dann haben wir hier die Stoppuhr, die auch bei fast jeder Casio G-Shock untergebracht ist. Lässt sich dann auch hier unten auf dem Knopf starten und stoppen. Kurz hier den Handschuh ausrichten, stoppen und ich glaube hier oben dann zurücksetzen. Nein, okay, dann hier oben. Genau, dann resetten wir das Ganze. Und ja, ein weiterer Druck bringt uns dann noch in die Timer-Funktion. Da haben wir die Möglichkeit, Timer von 1 Minute bis 24 Stunden einzustellen. Und wenn der abgelaufen ist, ertönt dann ein akustisches Signal. Und ein weiterer Druck bringt uns dann zurück ins Hauptmenü. Und ja, das sind so die Funktionen, die man auch von anderen Modellen wie jetzt zum Beispiel der hier kennt. Also die hat letztendlich 1:1 dieselben Funktionen. Was wir dann auch noch haben, ist ein Hintergrundlicht, was ich ja ehrlich gesagt jetzt gar nicht weiß, wo man das betätigt. Doch, okay, hier oben. Man würde es jetzt hier nicht sehen, weil es zu hell ist. Also bei anderen Modellen hat man das dann hier teilweise über diesen G-Shock-Knopf. Das sieht man jetzt hier auch nicht wahrscheinlich. Ich blende euch gleich nochmal ein kurzes Handyvideo ein, wo ihr die Hintergrundbeleuchtung dann sehen könnt bei etwas dunkleren Lichtverhältnissen. Aber letztendlich sieht man ja auch hier oben den Knopf beziehungsweise die Aufschrift. Da steht dann, man kann es ein bisschen schlecht lesen, EL Backlight. Und da könnt ihr dann quasi nachts, wenn ihr komplett in der Dunkelheit unterwegs seid, die Uhr auch ganz gut drüber ablesen. Es ist, so wie ich es gesehen habe, nicht das hellste Hintergrundlicht,
Aber wenn es wirklich dunkel ist, kann man die Uhr sehr gut ablesen damit. Okay, nachdem wir jetzt auch die Funktionen uns angeschaut haben, würde ich sagen, ist es Zeit für den, ja, alles bekannt, beziehungsweise allseits bekannten Wrist-Check. Und ich lege die Uhr einfach mal an mein ja, 16,5 bis 17 Zentimeter breites Handgelenk, beziehungsweise der Durchmesser. Breit wäre schlecht, aber ich muss sagen, dass die Uhr an mein relativ schmales Handgelenk super gut passt. Ich muss auch gestehen, dass ich mich so ein bisschen darin verliebt habe. Also ich finde sie wirklich cool, gerade mit diesem roten Kontrast da am Gehäuserand. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Und ja, es ist einfach cool, dass Casio da so einen Klassiker auch in schmaleren Dimensionen aufgelegt hat, weil ja, viele der Uhren auch einfach sehr, sehr mächtig sind und für Leute wie mich mit schmaleren Handgelenken dann einfach nicht in Frage kommen. Und ich finde, dass sie so wirklich gut passt. Also es könnte auch noch schmaler sein, mein Handgelenk, und sie würde sich immer noch sehr gut tragen lassen, finde ich. Das Band ist halt relativ lang, deswegen hat man dann hier so einen kleinen Überhang. Wenn ich das hier nach ganz oben schiebe, dann ist es aber auch ein bisschen fixierter. Also ja, aber ist letztendlich auch einfach dem geschuldet, dass auch Leute mit breiteren Handgelenken die Uhr gut tragen sollen können. Deswegen ist das Band einfach ein bisschen länger als für mich jetzt persönlich nötig. Mich stört es aber nicht. Ja, passt sehr gut. Ist auch angenehm schmal. Also wenn man hier die Höhe des Gehäuses sieht, verschwindet auch gut unter einem Pullover. Wahrscheinlich auch unter einem Hemd. Also es ist natürlich jetzt keine Business Watch, aber falls man mal aus dem Büro heraus direkt zum Sport möchte oder so, kann man diese Uhr auch sehr gut mal im Büro tragen, oder ja, ist einfach eine schöne Alltagsuhr, wie ich finde. Und ja, die Eingangsfrage war ja so ein bisschen, ob dieses Modell die beste Uhr ist, die man für 100 Euro kaufen kann, so um die 100 Euro. Ich glaube, die UVP beträgt offiziell 129 Euro, die Casio dafür aufruft. Man bekommt sie aber in der Regel immer so 10, 20 Euro günstiger, zeitweise auch deutlich unter 100 Euro. Also gerade so um Black Friday rum oder andere Aktionstage habe ich sie auch schon für 80 Euro mal gesehen. Also ich muss sagen, dafür oder auch für 100 Euro ist die Uhr wirklich nahezu unschlagbar. Wenn man eine robuste Uhr möchte, die ja nahezu unkaputtbar ist, trotzdem einen tollen Funktionsumfang hat und ja, sich einfach auch an vielen Outfits gut macht. Ich denke, dass sie besonders ja, zu sportlichen Outfits natürlich eine gute Figur macht. Wie gesagt, also zu schickeren Anlässen würde ich sie jetzt wahrscheinlich nicht tragen. Aber ja, wer auf der Suche nach so einer unzerstörbaren Uhr ist, die man zum Sport, im Büro oder auch ja, bei der Arbeit, Gartenarbeit etc. Also man kann sie bei fast allem tragen, außer jetzt irgendwie bei der Hochzeit, da sollte man sie vielleicht nicht anziehen. Aber sonst kann ich sie mir eigentlich im Alltag bei nahezu allen Anlässen gut vorstellen. Und da muss ich sagen, ist sie aus meiner Sicht eine der besten, wenn nicht sogar die beste Uhr, die man in diesem Preisbereich kaufen kann, weil das Design einfach ikonisch ist. Ja, der Vorgänger ist, wie gesagt, bereits oder seit 1983 am Markt, und ja, diese Weiterentwicklung ist einfach nur die logische Konsequenz letztendlich. Und wenn ich jetzt eine Prognose abgeben muss, würde ich sagen, dass es diese Uhr auch noch in ja, bestimmt 10, 20 Jahren noch mindestens gibt oder geben wird von Casios Seite aus, weil es nach wie vor ein Erfolgsmodell ist. Und ja, dadurch haben sie ja zum Beispiel auch hier dieses Stahlmodell aufgelegt, weil die Uhr einfach so viele Fans hat und ja, dieses viereckige Design einfach ja, so ikonisch ist, dass Casio wahrscheinlich das so schnell nicht einstellen wird, kann ich mir gut vorstellen.
Und ja, also aus meiner Sicht, wer sich für die Uhr interessiert und noch am Überlegen ist, go for it. Also es ist eine tolle Uhr, die ja in meinen Augen zeitlos ist und ein absoluter G-Shock-Klassiker. Und ja, eine Top-Uhr, mit der man in dem Fall wirklich nichts falsch machen kann. Und die 100 Euro sind wirklich sehr gut investiert. Ja, jetzt sehe ich, dass das Video auch schon wieder 24 Minuten lang ist. Also habe ich den Rahmen wieder ein bisschen gesprengt. Falls ihr noch da seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Mir fällt es natürlich immer, oder wer schon länger zuschaut, weiß, dass es mir immer schwer fällt, mich kurz zu halten. Ja, aber ich muss sagen, dass die Uhr es auch verdient hat, ein kleines Überlänge-Video zu bekommen. Von daher, ja, falls es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.